Ich wollte dich unbedingt noch sehen. Erzähl, wie war's? Spar dir deine Sprüche. Wieso? Ich dachte, es ist alles... Jetzt hau endlich ab! Anna, bitte. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du Ich will dich nicht wiedersehen. Wie lange dauert denn sowas? Ich brauche mindestens bis morgen Mittag. Aber die Übergabe ist morgen Abend. Wie soll das denn gehen? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht rechtzeitig schaffen. Dann bringen Sie Leonard um. Wer kam überhaupt auf die bescheuerte Idee, die Diamanten zu schmuggeln? Ich. Wir konnten in der kurzen Zeit nicht die nötigen Papiere für den kolumbianischen Zoll beschaffen. Aber es weiß doch jeder, wie korrupt die Beamten da unten sind. Ihr hättet die bestechen müssen. Cecile, ich werde alles tun, damit eine weitere Diamantenlieferung so schnell wie möglich auf den Weg kommt. Wir sollten selbst nach Kolumbien fliegen. Du könntest dort gar nichts tun, also beruhige dich bitte. Wie soll ich mich beruhigen? Leonard stirbt vielleicht. Ich glaube, Cecile, es ist besser, wenn du jetzt nach Hause fährst. Nein, das mache ich nicht. Ich informiere dich sofort, wenn es Neuigkeiten gibt. Aber ich muss jetzt in Ruhe überlegen. Versteh das bitte. Ich denke überhaupt nicht daran, in der Pension rumzusitzen. Ich bleibe hier. Entschuldige, das ganze Chaos. Es ist, weil wir an meiner Mappe für die Kunsthochschule arbeiten. Niedlich, die Kleine. Wer soll denn das sein? Das bin ich. Ist es wirklich so schlecht? Ach Quatsch, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Hast du eine Schwester? Haha. Hör mal, nein. Du musst mir nur etwas mehr Kinn gönnen. Mehr Kinn. Aha. Ich werde nie an dieser blöden Kunsthochschule angenommen. Mann, Design, Aquarell, Grafik. Und dann auch noch die Führerscheinprüfung. Hast du mal gesehen, wie viele Bögen das sind? Oh. Eine Menge Holz und das Ganze noch neben den Abi-Vorbereitungen. Ja. Oh nein, die Englischklausur, die habe ich total vergessen. Romeo und Julia-Interpretation. Oh, Nico. Willst du schon gehen? Der Tag ist noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die deinem Ohr ins bange Innere drang. Die Nachtigall. Au! Naja, vielleicht solltest du dir das Stück mal durchlesen vor deiner Klausur. Wann soll ich das denn noch machen? Wer ist eigentlich mit dem Aufräumen dran? Willst du die Post gar nicht aufmachen? Wieso? Ich weiß doch sowieso, was drin ist. Handyrechnungen und die Fahrschulgebühren. Weiß ich wenigstens, wofür ich diesen Monat gearbeitet habe. Tja, das ist der Nachteil des Erwachsenseins. Ich muss dann los. Du musst los. Ja, natürlich, da kann man nicht mehr aufräumen. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Es ist nur langsam keine Ausnahme mehr. Bist du heute zum Abendessen wieder da? Ich habe noch was zu tun. Ah, das klingt aber nicht gerade begeistert. Ich gehe schon. Oh. Muss ich was unterschreiben? Danke. Für mich? Da hat sich dein Verehrer aber ins Zeug gelegt. Da ist eine Karte. Das kannst du vergessen. Jana, die schönen Blumen. Ich bin weg. Aber heute Abend räufst du auf. Du hast mir mehr als deutlich gezeigt, dass du keine Zukunft für uns siehst. Dass du nicht mehr Teil dieser Familie sein willst. Das ist unfair. Ich mache mir Sorgen um Leonard und um Silke. Deine Besorgnis in allen Ehren.
Aber was sollte das bringen, wenn du hier bleibst? Du könntest doch nichts tun. Aber ich könnte doch... Cecile, ich kann mich jetzt nicht mit dir streiten. Ich muss diese verdammten Steine nach Kolumbien bringen und du bist mir offen gestanden keine große Hilfe dabei. Sie haben geläutet? Ja, rufen Sie bitte ein Taxi für meine Frau. Sehr wohl. Johannes, bitte. Lass mich nur heute Nacht noch auf dem Schloss bleiben. Es tut mir leid. Du weißt nur zu gut, wie sehr ich mir wünsche, dass du zu mir zurückkommst. Das ist Erpressung. Wie bitte? Kannst du dir denn nicht vorstellen, wie schwer es mir fällt, dich hier bei mir zu haben? Bitte geh jetzt. Wer bist du, der du von der Nacht beschirmt? Dich drängst in meines Herzens. Na? Mit Namen weiß ich dir nicht zu sagen, wer ich Glaubst du, dass Cecile heute wieder hier schläft? bin. Name, Wieso? weil er dein Feind Vielleicht haben sie sich ja wieder vertragen. Ich glaube nicht, Cecile ist wohin gegangen. Mein Ohr trank keine 100 Worte noch von diesen Lippen. Du hängst ziemlich an Cecile, hm? Bist du nicht rum? Ja, ich finde, sie sind ein super Paar. Ja, vielleicht, wenn ich noch mal mit Johannes rede. Geh lieber nicht dahin. Irgendwie ist ziemlich dicke Luft, keine Ahnung warum. Die Gartenmauer ist hoch. Was guckst du denn da? Romeo und Julia. Wenn einer meiner Vettern dich hier findet. Die Verfilmung kenne ich gar nicht. trugen mich. Konstantin, sei mir bitte nicht böse, aber ich muss morgen über diesen Mist eine Klausur schreiben. Wieso Mist? Ist doch eine total romantische Geschichte. Hielten deine Vetter mich nicht auf. Du liest Shakespeare? Versuch mal in Verona zu leben und Romeo und Julia nicht zu kennen. Ja, ich könnte mich dich schon gut vorstellen, so als Romeo auf einem Balkon. Ja, der steht unten, zumindest bei Shakespeare. Er darf nicht rein bei den Capulets, weil die seine Familie hassen. Aha, du scheinst dich ja ziemlich auszukennen. Es geht so. Na komm schon. Ja, ich habe mal eine Interpretation über das Stück geschrieben. Die ist ganz gut angekommen. Hast du die noch? Ja, in Italien. Wäre auch zu schön gewesen. Aber Johannes hat jede Menge gute Bücher über Shakespeare in der Bibliothek. Lass mal. Stören lieber nicht wegen sowas. Blickst du freundlich, so bin ich gegen ihren Hass gestellt. Autumn's mine as long as I know there's brighter days to come. Winter's fine and I'm alive where the light says just hang on. Hi, Angelo. Jana, dass du dich hier noch mal hertraust. Und, was kann ich für dich tun? Champagner, Hummer, Kaviar. Ein Spüljob? Wie bitte? Kannst du die Anstätten vielleicht noch mal fragen? Oder habt ihr den Job schon an eine andere vergeben? Angelo, auf dich hört sie bestimmt. Weißt du was? Ich kläre das mit ihr. Mille grazie. Freu dich mal nicht zu früh, Schätzchen. Warte mal, bis du die Geschirrberge siehst. Ich bin schon bei der Arbeit. Nein, auf keinen Fall. Ja. Entschuldige, Konstantin, aber ich habe im Moment wirklich keine Zeit für dich. Ich wollte mir nur kurz ein Buch ausleihen. Ja, gut. Ich rufe zurück. Meinetwegen musst du nicht aufhören. Ich bin gleich wieder weg. Ja, schon gut. War das vielleicht Cecile? Nein. Sie hat ja gestern hier übernachtet. Ich dachte, vielleicht habt ihr euch wieder versöhnt. Ja, hätte ja sein können. Es ist wirklich besser, wenn du dich da nicht einmischst, Konstantin. Ich find's wirklich schade, dass ihr... Würdest du mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Okay. Danke, dass du so schnell kommen konntest. Was ich dir am Telefon gesagt habe, muss unter uns bleiben. Selbstverständlich.
Gibt's irgendwelche Neuigkeiten von Leonard? Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Wenn die Entführer morgen die Diamanten nicht haben, stirbt Leonard. Was kann ich tun? Die Sicherheitsfirma sieht keine Möglichkeit, die Steine rechtzeitig beim Zoll freizubekommen. Und da habe ich auf dich gehofft. Du meintest, dass ich vielleicht einen Ausweg wüsste. Ja. Ich werde natürlich alles tun, um Leonard herauszuholen. Aber die Sache darf nicht publik werden. Wer weiß außer uns davon? Die Sicherheitsfirma und Cecile. Na, die wird er hoffentlich dicht halten. Ja, das wird sie. Gut, ich könnte mir Folgendes vorstellen. Ich wollte um alles nicht, dass sie dich Irgendwas ist da faul. Ja, wahrscheinlich was Geschäftliches. Hier, das ist ziemlich gut. Das behandelt den geschichtlichen Kontext, die Figuren und die dramatische Struktur. Wer zeigte dir den Weg zu diesem Ort? Das sind mindestens 1000 Seiten. Ja, du musst ja nicht alles lesen. Ja, ich zeig dir, was wichtig ist. Ich muss das nicht nur lesen, ich muss das auch wiedergeben können. Ja, du bist auch ein helles Köpfchen. Ich glaube eher, dass du hier das Literaturgenie der Familie bist. Ach komm, so schwer ist das wirklich nicht. Das meiste weiß ich heute noch. Ist das dein Ernst? Ja? Dann bin ich gerettet. Morgen tritt Plan B in Kraft. Was hat das zu bedeuten? Bitte? Also wenn das wieder ein Trick ist, um die Klausur zu schwänzen, Dann bin ich ja gar nicht gekommen. Ich will die Interpretation auf jeden Fall schreiben. dann ist ja gut. Frau Aselmeier, Ja, was ist denn noch? kann ich kurz auf die Toilette? Dazu hatten Sie in der Pause Gelegenheit. Ich müsste aber kurz meine Medikamente nehmen. Ach, das können Sie auch hier machen. Okay. Nicola. Gehen Sie auf die Toilette. Okay. Jana, warte mal, kannst du das bitte auch noch mitnehmen? Klar. Wo warst du eigentlich? Ich war krank. Ach so. Und ich bin richtig froh, wieder hier sein zu dürfen. Ja. Way up in the blue, it must have been moon glow that led me straight to you. I still hear you saying, please hold me fast. Jana, da ist die Küche. Johannes, endlich. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Cecile, pass auf. Ich kann dir am Telefon keine Einzelheiten nennen, aber wir sind einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Wenn alles gut geht, kommen die Steine noch rechtzeitig nach Kolumbien. Kann ich nicht nach Königsbrunn kommen und du erklärst mir das alles? Das wird nicht möglich sein. Hör zu. Es ist äußerst wichtig, dass du mit niemandem, wirklich niemandem über die Sache sprichst. Ja, klar, aber Ich muss Schluss machen. Ich habe ein dringendes Gespräch auf der anderen Leitung. Hallo Schätzchen. hallo. Ist was passiert? Ich will einfach wissen, was mit Leonard los ist. Ja, kann nur warten. Ja. Weißt du was? Setz du dich erst mal zu mir. Willst du einen Kaffee? Nee, Charlie, du, ich muss noch mal los. Cecile.
hast du dir bestimmt auch anders vorgestellt. Wir beide zusammen in Kolumbien. Wir sind hier bald raus. Mein Vater zahlt das Lösegeld. Dann gehen alle unsere Wünsche in Erfüllung. Ja. Leonard, Ja? liebst du mich? Ja, natürlich liebe ich dich. Nicola, wenn Sie wirklich krank sind, ist es vielleicht besser, wenn Sie die Klausur nachschreiben. Nein, nein, ich habe jetzt tagelang gelernt. Jetzt will ich die auch zu Papier bringen. Wie Sie meinen. Legen Sie dar, welche Konsequenzen die Beendigung der Fehde mit den Montagues für die Capulets hätte. Okay, Nico. Für Patricia wie die Capulets besteht die Gefahr, das Gesicht zu verlieren, sollten Sie bereit sein, auf Geld zu... Sollten Sie bereit sein, auf Geld zu verzichten? In der feinen Gesellschaft Veronas? Wäre somit Ihr Ansehen ruiniert. Punkt. Nächste Woche die Tagesschichten? Ja, bis auf Mittwoch, da hat mich Charlie schon eingeteilt. Grüß Sie mal von mir. Mach ich. Ja, ne? Die Anstellten mag's nicht so gerne, wenn du mit den Gästen Kontakt hast. Ich weiß nicht, was du meinst. 5 Minuten kann ich sie aufhalten, okay? Jana, können wir jetzt endlich reden? Ich wüsste nicht, was es da zu reden gibt. Was soll das? Sag mir doch wenigstens, was du hast. Ich möchte nichts mit jemandem zu tun haben, der mich für eine Nutte hält. Und als Krönung auch noch an einen Kollegen weiterreicht. Weiterreicht? Nicht so laut. Du weißt ganz genau, was für Bedingungen dein feiner Freund für das Praktikum gestellt hat. Ich habe keine Ahnung. Dann frag doch mal Thorsten. Und jetzt lass mich in Ruhe. Warte. Lass mich los. Ich denk nicht dran. Nicht bevor wir die Sache geklärt haben. Ich werde sehen, ob der Graf zu sprechen ist. Das wird nicht nötig sein. Sie können schon mal das Gepäck in den Wagen bringen. Dass du dich noch hierher traust? Ich will zu Johannes. Hast du Vater nicht schon genug angetan? Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ich muss aber wissen, was mit Leonard los ist. Ja, das glaube ich gern. Raus jetzt. Ansgar. Johannes, ich musste herkommen. Du warst vorhin am Telefon so komisch. Was habt ihr denn jetzt vor? Cecile, es ist im Moment äußerst ungünstig. Ansgar und ich fliegen jetzt nach Kolumbien und kümmern uns persönlich um die Übergabe der Steine. Ja, und wir müssen jetzt los. Der Pilot wartet. Ja. Kann ich nicht mitkommen? Es geht um das Leben meines Sohnes. Dabei kannst du mir nicht helfen. Ich melde mich. Er geht nicht ran. Sonst würde ich sofort mit dir hinfahren und die Sache klären. Was gibt's denn da noch zu klären? Ich habe keine Ahnung, wie Thorsten auf diese absurde Idee gekommen ist. Das heißt, du hast ihm nichts gesagt? Nein. Ich sehe also aus wie eine Nutte. Möchtest du das etwa behaupten? So ein Unsinn. Jana, bitte, ich habe ihm nur von dir vorgeschwärmt, wie klug du bist und wie süß. Ja, und wie gut im Bett. Jetzt glaub mir doch. Pass auf. Ich sorge dafür, dass Thorsten sich bei dir entschuldigt. Das kannst du dir sparen. Ich möchte nämlich mit euch beiden nichts mehr zu tun haben. Jana, bitte. Ich habe vollstes Verständnis, dass du sauer bist. Aber ich habe wirklich nichts mit der Sache zu tun. Ich schwöre es. Und wenn schon? Ich weiß überhaupt nicht, woran ich bei dir bin. Hey, gib mir wenigstens noch eine Chance.
So, legen Sie Ihre Stifte weg, die Zeit ist um. Was hat das zu bedeuten? Was wollen Sie von mir? Ich habe nur meinen Stoff noch mal durchgesehen. Nur komisch, dass ich dich noch nie an der Schule gesehen habe. Steht Am besten, ich gehe schon mal, nicht, dass ich noch jemanden anstecke. Na, ausnahmsweise. Ist das ein Schüler von Ihnen? Nein, Aber Sie nehmen doch Romeo und Julia durch. Herr von Besel, Ihnen entgeht auch nichts. Na, das sind die Klausurfragen. Können Sie mir das erklären, junger Mann? Ich habe die auf dem Klo gefunden, als sich dieser Mann plötzlich auf mich gestürzt hat. Das sieht eher so aus, als wäre hier ein kleiner Betrug im Gange. Wem haben Sie geholfen? Wie hätte ich das denn machen sollen? Vom Klo aus? Außerdem haben Sie doch selber gesagt, es sind die Fragen. Und hätte ich jemandem geholfen, dann hätte ich ja wohl eher die Antworten. Oder haben Sie irgendwo die Antworten gesehen? Vielleicht wissen Sie ja die Antworten. Ja, genau. Ihr gesamter Abikurs hat keine Ahnung und ich soll's wissen. Für was halten Sie mich? Für ein Wunderkind? Ist das wirklich dein letztes Wort? Ah ja. Vanessa. Du hast mich zu Tode erschreckt. Sorry. Geiles Geschoss. Kommst du gerade vom kleinen Ausflug zurück? War bestimmt schön. Im Gegenteil. Ich habe dem Typen gerade den Laufpass gegeben. Du hast ihn abserviert? Wieso das denn? Ich habe keine Ahnung, was ich von Dirk halten soll. Sonderbarer Grund, um Schluss zu machen. Und vor allem weiß ich gar nicht, was er von mir denkt. Ja, was wohl? Er findet dich toll. Ich bin nicht käuflich. Jana, genieß doch einfach das Leben mit dem Typen. Tolle Restaurants, Wochenendtrips, ab und zu ein bisschen shoppen. Wie oft soll ich's dir denn noch sagen? Ich lasse mich nicht aushalten. Willst du dir vielleicht lieber wieder einen Bauarbeiter suchen, der dich so richtig schön verarschen kann? Ich weiß nicht, was du hast. Dieser Typ legt dir die Welt zu Füßen und du lässt ihn einfach sausen. Warum tust du dir das an? Haben Sie denn gehört, was er über die Capulets und Montagues erzählt hat? Wer soll das denn sein? Einer unserer Nachbarn? Wenn ich mich nicht täusche, kommen die in Romeo und Julia vor. Und davon hat der junge Mann auch erzählt. Sie wären der Stolz jeder PISA-Studie. Danke, Herr von Bese. Sie können gehen. Ich gehe dann auch mal. Erst, wenn du zugibst, dass die geheimen Botschaften an dich gerichtet waren. Das ist ja wohl lächerlich. Wenn meine Vermutung so aus der Luft gegriffen ist, dann kannst du mir sicher das Gegenteil beweisen und deinen kostbaren Halsschmuck ablegen. Ich denke ja gar nicht dran. Ich bin schon krank genug und nur weil sie mich nicht leiden können. Ach, sieh einer an. Ha, was für eine Überraschung.